Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir sind die Achtermeyers. Ich weiß, wir waren lange nicht da. Darum fangen wir mit der kompletten neuen Story für euch an. Ja, wir leben hier in Austin, Texas. Ja, schon seit 2 Jahren mittlerweile. Und ja, wir quasseln einfach mal ein bisschen. Also viel Spaß bei diesem Video. Alrighty, warum haben wir uns so lange nicht gemeldet? Weil es gab hier echt so viel, was wir gemacht haben. Wir fangen an, wir hatten Besuch von meiner lieben Schwester und ihrer Familie. Das stimmt. Und in der Zeit setzen wir uns sicherlich nicht hin und schneiden Videos und labern Videos. Aber das ist ja nur einer von vielen Punkten. Genau, aber das war wirklich total schön. Und da wollte ich ein bisschen mit dir drüber quatschen. Über deine Schwester? Ja, über die Zeit. Das war echt toll. Wenn wir Leute hier durch Austin rumführen, dann erkunden wir auch immer irgendwelche Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Das stimmt, ja, das macht schon Laune. Ne? Also immer wenn Gäste hier sind, wir kriegen ja öfters Gäste aus Deutschland, die uns besuchen wollen, dann sind wir hier der Guide. Ja, genau. Der kostenlose Guide, aber es macht uns extremst viel Spaß, hier den Leuten oder jetzt da meiner Familie unser Austin zu zeigen. Genau, da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Wir waren auf einem Rodeo. Ja, genau, auf einem Landrodeo. Und zwar nicht dieses große, schicke hier in Austin, sondern das kleine, süße in Dripping Springs. Mhm. Ja, genau, das ist so ein Nachbarörtchen hier bei uns. Und das war echt total süß. Ich weiß, Rodeo gibt immer Shitstorm unter den Kommentaren wegen Tierquälerei und Co., aber es ist einfach eine Show. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu Austin war das viel, viel, viel weniger Tierquälerei und viel mehr zeigen, was man so drauf hat. Also das war schon... Reiten können die, ne? Reiten können die. Das ist wirklich irre. Auch da, die Kälber, die hat man einigermaßen in Ruhe gelassen. Ich muss mal eben dir... Das ist nicht, wie ihr denkt. Nein, also die Kälber wurden einigermaßen in Ruhe gelassen. Ihr wisst ja, ich bin immer pro Team, Team pro Kalb. Also wenn ein Kälbchen nicht gefangen wird, finde ich das immer ganz toll. Ja, das war, also wer Rodeo kennt, der weiß, dass das eigentlich das ist wie so ein Zirkus. Ne? Also die tingeln von Dorf zu Dorf, machen ihre Rodeo-Show. Geht immer Freitag, Samstag, Sonntags, das ist immer über 3 Tage. Sonntags gibt es natürlich immer eine Messe, eine Rodeo-Messe, also eine Kirche. Cowboy-Kirche, genau. Und ich glaube, in dem Ort sind selten Touristen gewesen. Also wir waren schon mit, also wobei da war eine deutsche Familie auch, die waren bestimmt im Urlaub da, ne? Ja, glaube ich die das auch. durch Zufall entdeckt haben. Ne? Ja, also was uns da so ein bisschen aufgefallen ist und darüber müssen wir reden. Wer die Amerikaner kennt, der weiß ja, die sind, was Kinder angeht, sehr, sehr übervorsichtig. Ne? Also wer schon mal zum Beispiel durch New York, durch Manhattan gelaufen ist, der weiß, dass wenn da die Schools die Ausflüge machen, also die in Manhattan angesiedelt sind, dann seht ihr teilweise so Erzieherinnen, die haben so eine lange Leine und dann sind die Kinder wie so eine Hundeleine, werden die da durch die Straßen geführt. Ne? Ja, genau. Da war jetzt letztens auch irgendein Dad, irgendwie in Social Media ist er irgendwie auseinandergenommen worden, weil er seine 5 Kinder, seine Fünflinge quasi wie so Hunde durch die Gegend geführt hat. Also das machen die durchaus hier. Ja, das ist total verrückt. Also wirklich verrückt. Aber dann bist du beim Rodeo und denkst so, Alter, das ist scheiße gefährlich. Und zwar ist das ja so, beim Rodeo gibt es immer so einen Entertainment-Clown. Ne? Also der unterhält dann die Leute da. Und der Clown hat irgendwann die ganzen Kinder, die da so zugeschaut haben, auf die Arena, auf den Sand geholt und gesagt, wir machen ein Spiel mit euch. So, und da sind wirklich, ich sag mal 2 Jahre war der Jüngste. Ja, so von 2 bis 12 waren die Kinder ungefähr. Und es waren Hunderte, also bestimmt 100 Kinder auf dem Feld. Mit Sicherheit. Und da waren welche bei, die konnten gerade mal so laufen. Ja. Die tipselten dann da rum. So süß in ihren kleinen Cowboy-Stiefelchen. Total niedlich. Aber da sind uns echt die Augen aus dem Kopf gefallen, weil das Spiel war, wir lassen 2 Kälber in die Arena, die haben hinten am Schwanz so ein rotes Badge. Und das Ziel ist, die Kinder müssen versuchen, dieses Badge zu ergattern. Und wer das Badge ergattert hat, hat ihren Preis gekriegt. Ne? Ja, genau. Das war total... Und die Kuh, also dieses Kälbchen, hat tatsächlich ein paar Kinder einfach so umgerannt. Ist nichts passiert, gar nichts passiert. Also das war denen echt völlig egal. Aber das ist so kontrovers. Auf der einen Seite sind die so überprotective und dann lassen sie 2 so wilde Kälber da in so eine Kinderhorde rum und die Kinder haben Späßchen. Ja, ist halt so am Land, ne? Ja, ist halt so. Aber ich fand das total süß. Und ich glaube, wir haben sogar ein Video-Footage, das können wir hinten dran hängen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich will nichts versprechen. Keine gute Qualität, irgendwas, was wir mit dem Handy gefilmt haben, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das ist. Das hängen wir einfach hinten dran. Ich guck mal, ja genau. Also das kriegen wir irgendwie hin.
Ja, das, also Rodeo ist auf jeden Fall eine Show wert. Ne? Also wer da keinen Cowboy-Hut trägt, der ist selber schuld. Ne? Das ist, ist einfach so. Das stimmt. Und unsere Mädels haben sich extra ein super schickes Cowboy-Kleid gekauft, irgendwie mit Hut Die und sind allem auch voll drunter. integriert. Ne? Total super. Also auch die Nichte meiner Schwester hat da mitgemacht. Das war echt total Das ist auch so eine süß. Entwicklung, die man gesehen hat, ne, von den Kindern. Also ihr wisst ja, also wer uns nicht kennt, ne, wir wohnen hier in Texas, Austin, seit 2 Jahren nun und quasseln euch voll mit dem, was wir so erlebt haben. Ne? Und ich habe 2 Kinder, also du ja auch, ne, sind ja auch Ich zufällig auch. deine. Sind ja auch zufälligerweise meine. So, und die Große, die ist 18 und die hat jetzt die Highschool quasi abgeschlossen und geht jetzt aufs College. So. Aber bevor wir hingezogen sind, war die ein Jahr in Calabasas, California. Und da haben wir ihr erzählt, hör mal, wir haben uns entschieden, ne, es wird Austin. Ja, Und dann gab es eine kontroverse Diskussion von wegen, Redneck State, klar, wenn du aus Kalifornien kommst da und in dieser Bubble bist, dann wettern die natürlich alle. Ne? Aber mittlerweile, ich würde sagen, total integriert. Ich sehr. finde das total schön. Es kommen so Sätze wie Yes, ma'am. Was ich persönlich natürlich total schön finde, diese Form von Respekt gegenüber Sie ist höflicher geworden. sehr viel höflicher. Was man Also, von Kalifornien nicht sagen kann. Ne? wer weiß. Ja, ich weiß, wir waren ja da und haben die abgeholt. Ne? Also Ja. das ist schon eine andere Welt. Ne? Es- Das ist, weiß ich nicht, also ich glaube, die Deutschen haben da ein falsches Bild von Kalifornien. Dieses Urlaubs-Kalifornien, Das gibt's das gar gibt es vielleicht im Urlaub, ne? Aber ansonsten gibt es das nicht. Egal, wir wollen gar kein Kalifornien bashen. Genau. Ich wollte nur sagen, auch die haben sich mittlerweile integriert und anstecken lassen von diesem, es hat Cowboy-Rhythm. Ja, irgendwie schon. Ich meine, die hören Die natürlich. tragen Kleider. Das finde ich total schön. In Deutschland also würden wirklich. die Assi-Hosen mit Streifen tragen und hier tragen die Kleider. Und das sieht echt so schön aus und haben Schleifen im Haar. Also Das das ist- finde ich auch total schick. Das ist eine krasse Wandlung, wirklich. Ja. Also Ja. wer uns ja kennt, ne, der weiß, dass unsere Töchter manchmal auch ein bisschen rebellisch sind. So, ne? Ja. Und Völlig normal. ist völlig normal. Aber hier ist schon wirklich so, die achten auf Höflichkeit. Ne? Ja. Die haben auf einmal Manieren. Ja, Sollte man eigentlich denken, sollten wir denen beibringen. Ne? Ja, lernst du automatisch. ja, das finde ich echt toll. Also insofern total begeistert. Aber du sagtest gerade, Anna ist jetzt fertig mit der Schule. Die ist auch so fertig. Die ist auch so fertig. Nein, bitte. Anna ist fertig mit der Schule und das der Grund, warum meine Schwester hier war nämlich die Graduation. Genau, die Abschlussfeier. Ja, und das war wirklich Das war eine Show, ne? unglaublich toll. Also meine wildesten Teenager-Dreams, Teenage-Girl-Dreams wurden wahr. Die Mutti lebt ihren Highschool-Traum. Es war unglaublich super schön. Also, Wobei wir also vielleicht mal vorne rum. Ne? Ja. Also das läuft ja so, wenn du deine Highschool beendet hast, dann kriegst du natürlich dein Highschool-Diplom. Ne? Genau. So, und wir erzählen noch ein bisschen was zum Highschool-System hier. Wir haben mittlerweile eine andere Sicht darauf, als wir hatten, als wir in Deutschland waren. Da erzählen wir gleich was zu. Aber erstmal zu der Graduation. Ne? Also die kriegen dann ihr Highschool-Diplom. So, und das wird feierlich übergeben. genau. So, und diese feierliche Übergabe fand im hauseigenen Stadion statt. In diesem hauseigenen Stadion hier bei Austin ISD, also Independent School District, die sharen so ein Stadion hier. Ja. Da passen 20.000 rein. Ungefähr. 15.000, 20.000 würde ich sagen. Meinst du so viel? Ja, sind 2 Tribünen, 2 große. Ja, vielleicht 10. Ja, ich würde auch sagen, für 10 ist okay. Ja. Genau, auf jeden Fall hat man dann geladen für eine 3-Stunden-Feier. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, an dieser Highschool haben fast 700, ne? Ja, genau, ziemlich genau 700 Studenten ihren Abschluss gemacht. So, und jetzt kriegen die alle persönlich ihr Highschool-Diplom. Und jetzt denkst du so, ja geil, das wird ja eine riesen langweilige Nummer. Aber, also die haben vorher ein paar Reden gemacht, das ist auch klar, ne? Das Sehr emotional. sehr emotional So gemacht. schön gemacht. Das Orchester spielte dann natürlich die texanische Hymne, die US-Hymne, Ja. dann wurde zusammen Die gebetet. Schulhymne. Die Schulhymne, also irgendeine Hymne, weiß nicht, die Hymne des linken Blocks, die Hymne des rechten Blocks. Nein, es war so schön und wirklich die Studenten, die sind reingekommen mit diesem ganz klassischen Lied, was man immer wieder hört. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Aber Sing das, noch mal. Nein, nein, Doch, nein, da wird nein, alle freuen. nein. Komm Mutti, sing. Aber das war so schön, als dann alle Studenten quasi ins Stadion einmarschiert. war Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Das war Ja, das war so also sehr emotional schön. gemacht, sehr cool. Ja, und dann ging es halt los mit der Übergabe des Diploms, wobei, das muss man sagen, das war einfach nur die Hülle des Diploms. Ne? Das Diplom, also das richtige Dokument, da sind die ja auch clever, ne? Die wissen irgendwie, an dem Tag ist Halligalli. Ne? Ja. Also die konnten sich das hinterher an der Schule dann richtig abholen und in diese Mappe stecken. Genau. In eine lederne Mappe haben sie gekriegt dafür. Die wurden aber Namen und nach Alphabet aufgerufen. So, und jetzt heißen wir ja
Achtermeier. Wir haben also einen Buchstaben im Alphabet sehr weit vorne, also noch weiter vorne geht gar nicht. Das heißt, unsere war nach Abramowitsch Nummer 2. Die Nummer 2. Und dann kommen aber noch 698 andere. Ja. Das heißt, auch da immer schön jubeln. Ich meine, Gott sei Dank kannten wir den einen oder anderen noch, für den wir dann extra laut gejubelt haben. Aber das war schon herausfordernd nachher. Und jetzt muss man auch noch sagen, es war warm. Oh ja, es war Austin heiß. hatte quasi ein Hitzeschirm irgendwie. Also momentan sind die Temperaturen wieder angenehm. Irgendwie so um die 30 Grad, 30, 32 Grad maximal. Da war das ein bisschen anders. Und zwar hatten wir eine Hitzewelle mit fast 39 Grad. Ja, und das Stadion ist jetzt nicht so, wie dass man da so ein Dach drüber machen kann, ne? Sondern da prallt einfach überall die Sonne rein. Ne? Da gab es keinen Hitzeschutz und gar nichts. Ne? Aber Austin ISD ist ja sehr, wie nennt man das, verantwortungsvoll? Nein, also sehr caring. Das heißt, die haben alle Wasser, wir hatten ständig Wasser. Gekühltes Wasser ohne Ende gab es da. Ne? Die haben sich sehr um uns gekümmert, das muss man schon sagen. Ja. Also ein paar haben auch wirklich dann Probleme mit der Hitze gehabt. Ne? Also mein kleiner Neffe. Ja. Der hat dann tatsächlich auch, weil er keine Mütze anhat, dem wurde dann schwindelig und schummrig. Ne? Dann ist er in den Schatten gegangen, hat sich da hingesetzt. Ne? Und viele Ältere haben dann auch wirklich Probleme gehabt. Ne? Das ist einfach so. Ja, das war... Ich war froh, dass wir nicht unten gesessen haben, weil unten saßen dann ein paar Ömmerkes, die haben dann einen Schirm aufgespannt. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt da vor einer mit so einem Schirm und denkst so, Entschuldigung. So. Das Ding war aber auch noch, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Shit. Ja, aber das Ding war ja auch. Das Ding war ja auch noch, genau... ich habe es vergessen. Ist ja nicht schlimm. Also das Coole war tatsächlich, es wurde im Livestream auf YouTube gestreamt. Genau. Also das heißt, irgendwie meine Eltern, die es leider nicht geschafft haben, hierhin aufgrund der Hitze, wäre das auch wirklich doof gewesen, haben die es wirklich live gestreamt und das war natürlich cool. Ne? Also so eine Live-Übertragung von einem Highschool-Abschluss. Also ihr müsst euch das ist ja vergleichbar mit dem Abi. Ne? Also Abi oder Realschulabschluss oder was auch immer ihr da macht. Dann gibt's das ist ja vergleichbar mit dem Abi. Ne? Also Abi oder Realschulabschluss oder was auch immer ihr da macht. Dann gibt es am Ende halt auch einen Abschlussball oder eine... So, nach dieser kurzen Werbeunterbrechung, die nicht geplant war, aufgrund der Hitze, ja, unser iPhone hat sich leider abgestellt. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei der YouTube-Live-Übertragung vom genau, von und der dem Vergleich. Ne? Also genau. Wir haben ja gesagt, das ist ja vergleichbar wie eine Abi-Feier. Wobei ich sagen muss, das, was die da liefern, das habe ich noch an keiner deutschen Schule gesehen. Wie dem auch, ist ja ganz anders. Ne? Genau. Aber wir haben auch mit vielen Amerikanern gesprochen, die sagen, boah, das ist schon, also was die Schule da macht, ist eigentlich eher so College-Niveau. Ne? Ja, richtig. Dass wenn du einen College-Abschluss hast, dann passiert eigentlich das, was wir jetzt hier bei der Highschool gesehen haben. Ne? Es liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir eine super große Highschool haben. Ich meine, die Highschool hat fast 3000 Studenten, so 2800, 3000 Studenten. Das ist natürlich auch groß. Die brauchen Platz und da musste halt das Stadion für her. Also wir hatten Glück, wir hatten die Morning, also es gab, glaube ich, 3 oder 4 Graduation am Tag. Stell dir mal vor, du hast dann die 2 Uhr Show gehabt. Also in Texas, hier in Austin, ist es so, anders als in Deutschland, ne, dass du irgendwie 12, 1 Uhr hast du den Höhepunkt der Temperatur erreicht. Ne? Und dann geht es auch langsam wieder kühler. Ne? Also ich sage immer so, am Feierabend kann man gut laufen draußen, ne? Dann kühlt sich's ab. Das ist hier anders. Ja. Ne? Also hier schaukelt sich das Wetter so den ganzen Tag hoch und du hast halt den Höhepunkt 5, 6 Uhr. Ja, 5 da Uhr schwitzt du dir ungefähr. hier den Arsch heiß. Ne? So ist das. Deswegen waren wir echt froh, morgens dran zu sein. Und YouTube, vielleicht können wir ein paar Ausschnitte aus dem YouTube-Übertragung auch nochmal hinten dran hängen. Ich verlinke einfach, ich glaube, den Livestream, der ist hochgeladen, oder? Ja, aber ich dachte so, vielleicht so 1, 2 Szenen, dass wir die rausschneiden und dann einfach auch noch hinten dran hängen. Ja, das versuchen wir. Und die Kinder sind 18, ne? Also die sehen dann auch aus wie in der Highschool. Also wie man das so als, weiß nicht, in der Uni gab es halt nur zu Doktorandenzeiten, ne? Ja. Dass du so einen schwarzen Talar hattest, ne? Und so ein Doktorhütchen. Ne? Hier machen die das ja schon, glaube ich, ab Middle School oder so. Ich habe keine Ahnung. Die machen das ab Kindergarten. Ja, das ist verrückt. Aber das ist halt anders hier. Ne? Ja. Die zelebrieren das halt und das finde ich eigentlich richtig geil. Ne? Ja. Also jeder Abschluss wird zelebriert. So, die haben dann ihren schwarzen Talar gehabt, ihr Hütchen, ne? Und Bommel. Zu dem Bommel musst du mal was erklären. Ja, genau. Die Bommel meint der Kordeln. Weil Bommel hat ja Orden. Die hat auch hier diese weißen... Genau, also Stolas und Kordeln. Bommel ist hier oben das, was die nachher rummachen müssen, von rechts nach links oder von links nach rechts, wie auch immer. Das habe ich bis heute nicht. Die Amis haben keine Tradition. Oh ja. Das finde ich sehr geil eigentlich. Total. So, also diese Kordeln. Du siehst halt, dass die über ihrem Talar Stolas und Kordeln haben. Und diese Kordeln, die stehen für besondere Achievements, also das, was du erreicht hast. Sei es, dass du einen 4-Jahreskurs 4 Jahre lang durchgehalten
gehalten hast, kriegst du eine Kordel für. Ist so. Ja, jetzt muss man auch sagen, ne, du kriegst aber auch, also Anna, so heißt ja unsere große Tochter, Ja. hat bei Adobe, also dieser Softwarehersteller, Genau. einen Photoshop-Kurs gemacht, der von der Schule gesponsert worden ist und hat dann auch eine Abschlussprüfung gemacht, hat also so ein Adobe Photoshop Zertifikat bekommen. Genau. Und für dieses Zertifikat durfte sie sich eine Kordel umhängen. Natürlich, auf jeden Fall. Das sind halt irgendwelche Leistungen, die du erbracht hast, die außerschulisch waren, wie zum Beispiel dieses Zertifikat. Dann hat Und das war kostenlos, ne? Das war kostenlos. Adobe sponsert das, ne? Genau. Klar, ich meine, das ist natürlich auch eine riesen Werbeveranstaltung, kann man von halten, was man will. In Deutschland, glaube ich, nicht möglich, ne, dass irgendwelche Firmen irgendwas sponsern. Ne? Also ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, wo wir mal Rechner spenden wollten an die Schule, ne? Wo die gesagt haben, ja, das geht nicht, die Rechner müssen die und die. Ja, weißt du was, dann verschenke ich sie oder schmeiße sie weg. Ne? Genau. Nein, aber weiter zu den Kordeln. Es gibt dann noch Sachen wie, wenn du in den Clubs irgendwelche Führungspositionen hattest. Anna war irgendwie Vice President of... Schatzmeister? Nee, die war nicht Schatzmeister. Nee, war die nicht? Die war Treasure President? Nein, ich meine, sie wäre Vice President gewesen für Business Professionals of America. Ja, so hieß der Club. Genau, und mit denen haben die auch competed. Das heißt, da sind sie quasi auf Wettkämpfen gefahren und haben ihre Business-Idee einfach vorgestellt und ihre Umsetzung dessen. Dafür gab es eine Stola und eine Kordel. Genau. Und dann haben sie alle eine Kordel. Das fand ich ganz süß. Die ganze Schule hat jedem eine Kordel gegeben, der den College Readiness Kurs gemacht hat. Was ist der College Readiness Kurs? Das war die türkise Kordel, die, glaube ich, jeder bekommen Ja, hat. aber du musst ja erklären, was das ist. Einfach, boah, das weiß ich gar nicht. Ja, geil. Ich glaube, die mussten da irgendwelche Checklisten abarbeiten. Also ich glaube, Anna hat erzählt, da geht es darum, irgendwie zu finden, was man denn eigentlich studieren will. Ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen, Alter, Die Zikaden sind da. Hört ihr das? Wahnsinn. Bis zum Abendzählen kommen. Ja, ist Musik. Auf jeden Fall, ich glaube, die Schule hat das ganz süß gemacht, weil auf Social Media gab es halt irgendwie so ein Riesending. Ich habe ohne Kordeln graduiert und aus mir ist trotzdem was geworden. Also irgendwie ist es dieses ohne Kordel hier ein Stigmata oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Thema. Und die Schule hat dafür gesorgt, dass halt jeder mindestens eine Kordel bekommen hat. Das war schon sehr cool. Ne? Also auch die Rede des Kanzlers da, oder der Kanzler war ja nicht da, ne? Ja. Das war schon sehr cool. Ne? Also die waren wirklich motivierend und ich habe wirklich den Eindruck hier, die Lehrer hier, die wollen wirklich, dass die Schüler die Welt verbessern. Ne? Also das ist ja auch das Motto der Schule, ne? Irgendwie, wir machen die Welt von morgen besser. Ne? Genau. Und da tut jeder was für. Ne? Und das Schöne fand ich halt auch wirklich dieses, egal wohin du gehst auf dieser Welt und egal was du machst, bitte vergiss niemals, du bist Teil unserer Bulldog Nation. Ja, die haben so ein Zeichen. Ne? Also die Longhorns sind ja hier. Ne? Also wer Football guckt und zu den Longhorns spielen geht, dann sagt man Hook 'em, ne? Das ist das Zeichen hier. Und die Bulldogs haben, das ist halt eine Bulldogge. Ne? So süß. Alter Schwede. So süß. Ja, du hast ja auch das Bowie-T-Shirt heute an. Ja, meine kleine Tochter war Manager des Baseballteams und darum habe ich ein Shirt gekriegt mit Family hinten drauf. Ne? Das ist so. Ganz zauberhaft. Für jeden Scheiß kriegst du hier ein Shirt. Ich finde es cool. Ich finde es auch toll. Aber lass doch nochmal über die Highschool an sich reden. Ich glaube, das interessiert ja auch viele. Ne? Also, was wir ja festgestellt haben, wenn du aus so einer Bubble kommst wie wir, ne? Ja. Dann schicken ja viele die Kinder so für ein Austauschjahr möglichst nur ein halbes Jahr, damit das Kind nichts verpasst in Deutschland. Ne? So, aber eigentlich so ein Austauschjahr, ein Jahr weg. Ne? Und dann kommen die nach Hause und lachen sich kaputt über das Bildungssystem der Amerikaner. Ne? Ja. Wie einfach das wäre und was die in Mathe machen und in Englisch, das ist alles Pillepalle. Aber jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Es liegt nämlich daran, dass es quasi eine Gemeinschaftsschule ist. Die Highschool hat verschiedene Levels. Für die Gesamtschule, ne? Wie eine Gesamtschule. Das heißt, selbstverständlich kannst du Kurse machen, die eher Realschule, Hauptschlussniveau haben. Hauptschulabschluss. Schlussniveau haben. Gibt es Hauptschulen noch in Deutschland? Ja, ich denke schon. Verrückt. Auf jeden Fall, Ich dachte, die machen jetzt alle Abi da. Das sieht nur so aus. Nein, in Deutschland macht jeder Abi, oder? Also ich wüsste keinen mehr, der kein Abi macht. Nein. Egal. Auf jeden Fall. Du kannst halt Kurse nehmen, die wirklich, sagen wir mal, Basisniveau haben. Dann kannst du Kurse nehmen, die fortgeschrittenes Niveau haben. Die heißen dann Advanced, zum Beispiel Advanced. Was hatten sie hier? Geometrie 1 oder so. Dann kannst du Advanced Chemistry. Also du kannst überall die Advanced-Kurse machen. Oder du kannst sogar noch höher gehen und AP. AP-Kurse sind... Advanced.
Nee, Advanced hatte ich ja schon gesagt. Wofür steht das A? Das sind College Credits. Aber wofür steht das A? Das weiß ich nicht. Advanced Placement, die kannst du auf jeden Fall fürs College benutzen. Wenn du die fertig hast, die werden auch ein bisschen anders gewertet in nachher der Zusammenrechnung deiner Punktzahl, die du hast. Also das, was der Abi-Durchschnitt ist, hier ist hier, glaube ich, wer ist das? GPA. GPA. Ne, das ist auch so ein Punktesystem hier, ne? Und der geht, glaube ich, bis 4. Ne? Also 4 ist, glaube ich, das Höchste, was du erreichen kannst. Ne, es sei denn, du hast viele AP-Kurse, die sind weighted, da geht es bis 5. Okay. Das heißt... also je näher du an der 4 bist, desto besser ist das. Je näher du an der 4 bist oder darüber hinaus, desto besser ist es. Ich würde mal sagen, so ein wirklich ziemlich geiler Durchschnitt, worauf die Leute hier schon sehr, sehr stolz sind 3,5 und besser. Also wenn du 3,5 abschließt, dann bist du schon sehr gut. Ja. Aber das, also nochmal, der Grund, warum die Deutschen glauben, das Bildungssystem hier ist so schlecht, ist einfach auch... Also weil die singen und klatschen nehmen. Ja, ja, genau. Also wenn du ein Jahr im Austausch bist, dann willst du dich ja nicht stressen, ne, sondern du nimmst natürlich dann leichte Kurse, ne, irgendwie, weil du ja denkst, boah, ich bin ja hier Ausländer und mit der Sprache und sowas. Ne. Das heißt, die kommen zurück in die Familie und sagen, boah, das, was die in Mathe gemacht haben, das haben wir in der 5. Klasse gemacht, ne, und ich bin jetzt in der 10. Klasse oder so. Ne. Ja. So, das sorgt natürlich dafür, dass sich in Deutschland so rumspricht, was die Amis in der Schule lernen. Also Amis soll man ja nicht sagen, habe ich mir sagen lassen. Das ist so, als wenn die Amis uns Crowd sind. Aber soll ich euch was sagen? Die nennen uns Crowds. Und soll ich euch was sagen? Das ist mir scheißegal. Das meinen die nämlich total positiv auf und die nehmen das auch so auf. Ne? So, wer sich da angegriffen fühlt, einfach wegschalten. So. Also, um jetzt da nochmal zurückzukommen, warum aber auch die sagen, ja, das haben wir in der 5. Klasse gemacht. Während in der 5. Klasse oder 7. Klasse oder was auch immer, bei uns in Mathe in Deutschland damals, der Unterrichtsstoff gemischt war. Das heißt, du hast Analysis gemacht, du hast Geometrie gemacht, du hast Kalkulus gemacht, du hast alles mögliche, Wahrscheinlichkeitsrechnung, du hast alles in einem Schuljahr gemacht und zwar immer auf einem Level und bist dann im nächsten Schuljahr in allen Bereichen wieder ein bisschen höher und wieder. So, hier ist es anders. Du hast ein Jahr lang nur Geometrie, ein Jahr lang nur Analysis 1, ein Jahr lang nur Analysis 2. Also das heißt, wenn du ein halbes Jahr hier bist und ein halbes Schuljahr Mathe machst, machst du immer das erste Halbjahr. Und natürlich sind das dann 5., 6. Klasse, weil du fängst halt unten an und gehst dann hoch bis zur 12. Klasse. Das heißt, in der 10. Klasse machst du Mathe von der 5. bis zur 10. oder bis zur 12. Also... Ja, das ist einfach anders. Ne? Und ich mag auch nicht, dass man das immer vergleicht. Ne? Du kannst ja nicht 2 Schulsysteme, die völlig anders sind, eigentlich miteinander vergleichen. Ne? Das, was da rauskommt bei den amerikanischen Schulen, das haben die Leute selbst in der Hand. Ne? Das ist einfach so. Ne? Also wenn du fleißig bist und ehrgeizig bist und Challenges liebst, ne? Dann kannst du hier einen super Abschluss machen und kannst auf die besten Colleges gehen, ne? Die dich fördern und Co. Ne? Und wenn du das nicht machst, ja mein Gott, dann hast du halt einen schlechten Abschluss. Du hast zwar einen Highschool-Abschluss, aber ja, so what? Es liegt an dir. Während in Deutschland ist das anders. Ne? Genau. In Deutschland wirst du dadurch geprügelt, ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht und ob es zu dir passt oder nicht. Ich sag mal, so unsere Große, die hatte jetzt anstelle von normaler Biologie, weil sie sagte, interessiert mich null, hat sie nur Meeresbiologie gehabt. Und das war echt cool. Also da ist sie richtig tief reingegangen in das Thema. Und das ist doch cool. Ja, was mir nicht so gut gefällt hier, sind manchmal so die laxen Lehrer. Ne? Ja. Also das ist ja so, also zumindest ich weiß nicht, ob das überall in der Highschool ist, ne? Aber hier hat der Lehrer einen Raum und du gehst in den Raum des Lehrers. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du einen Klassenraum hast und der Lehrer kommt und geht. Ne? Bei unserer Highschool ist es so, der Lehrer hat einen Raum und die Schüler gehen zu dem Lehrer. Ne? So, und ich habe auch schon oft gehört, da hatte der gar keinen Bock. Ne? Ja, dann gibt er irgendeine Aufgabe, wo die Kinder sich eine Stunde mit beschäftigen sollen, ne? Damit er seine Ruhe hat. Ne? Also, aber ich sag mal, das kommt in Deutschland auch vor. Ne? Ja. Also wir haben in Deutschland Videowagen. In Überruhr, wo wir die Kinder hatten, Gymnasium Essen Überruhr, da hatten wir Horrorlehrer gehabt teilweise. Und sehr viel Schulausfall. Schulausfall gibt es hier gar nicht. Nee. Null. Es ist hier verboten, dass die Stunden ausfallen. Du kriegst halt immer einen Substitute. Genau. Du kriegst halt immer einen Ersatzlehrer dann. Aber das muss ja nicht gut sein, ne? Das ist ja nicht gut. Nein, aber... Weißt du, dann kommt dann irgendein Heinz, so wie der Typ, der kann der konnte Spanisch, weil er ja mal ein Jahr in Mexiko gelebt hat. Und der sollte jetzt Spanisch unterrichten, der konnte gar kein Spanisch. Aber es liegt dann auch wieder an dem Lehrer. Zum Beispiel die eine Lehrerin, die gibt dann immer Aufgaben, sagt, hey Sheila, ich kann heute nicht, ich bin heute auf einem Wettkampf mit meinem Sportsteam und hier sind die Aufgaben, die ihr bitte machen sollt bei dem Ersatzlehrer. Bitte seid höflich, bitte seid nett, bitte vergesst eure Manieren nicht. Also das ist schon
es kommt auch da wieder ganz auf den Lehrer an. Ja, absolut. Das ist ja überall so. Ne? Ja. Also grundsätzlich glaube ich, dass man hier an der Highschool auch einen super Abschluss machen kann, wenn man Super, fleißig ist. Ne? ja. Vor allen Dingen vom Inhalt her, ne? Ist das immer modern hier, finde ich. Ne? Sehr. Also ist nichts aus den 70er, 80er Jahren, ne? Sondern die sind immer, also ich habe den Eindruck, die sind immer am Puls der Zeit. Die nehmen immer aktuelle Beispiele und das zieht sich auch bis ins College durch. Ne? Also ich habe ja mal erzählt, ein Bekannter oder mittlerweile ein Freund von uns ist ja der einzige deutsche Professor an der UT University und seit 17 Jahren unterrichtet er hier in Amerika. So, und der hat uns halt mal wirklich erklärt, was der Unterschied ist zwischen einer deutschen Universität und einer amerikanischen Universität. Ne? Und das ist einfach massiv der Unterschied. Also ich habe ja auch in Deutschland studiert, du ja auch. Ich auch, ja. Und ich kann das bestätigen. Ne? Also die Inhalte, die wir gelernt haben, die waren wirklich aus vergangenen Tagen. Ne? In meinem Studium zumindest. Ich habe Linguistik studiert und da war tatsächlich die neue deutsche Rechtschreibung. Alter Schwede, bist du alt? Bin ich alt, oder? Nein, aber das ist wirklich so. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, im Vorstudium, ich habe ja noch Diplom studiert, gibt es heute gar nicht mehr, ne? War halt wirklich nur alte Scheiße, ne? Mit Overhead-Projektoren und Co. Ne? So, und er sagte, das liegt halt daran, in Deutschland gibt es halt keinen Forschungszwang bei den Professoren. Ne? Das ist wahr. Also er verdient halt sein Geld durch Veröffentlichungen. Das heißt, sagt er, du kannst halt davon ausgehen, dass wenn du hier Professor an der Uni bist, klar, du hast ein gutes Fixgehalt, ne? Reicht auch für viele, ne? Sagt er, aber da kommst du halt nicht weit mit hier. Ne? So, und darum ist immer so, er unterrichtet immer ein Semester und das andere Semester wird dann halt geforscht. Ne? Genau. Und die Forschung ist dann halt immer auf dem neuesten Stand und wird dann halt auch vermittelt. Ne? So, aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Video. Ich versuche den schon seit Wochen eigentlich mal zu einem Interview zu überreden. Ja. Der ist ein bisschen schüchtern, der Herr. Aber jetzt mal, das ist halt, wie modern das hier ist, aber wie bekommst du deinen Abschluss? Du sammelst halt diese Kurse. Genau. Und du musst halt eine bestimmte Anzahl an Kursen haben und da sind auch ein paar Kurse ganz einfach vorgegeben. Ja, absolut. Kurse, also ist ja nicht so, dass du ohne Mathe und Englisch nein, durch kannst? du Ne? brauchst jedes Jahr Mathe, du brauchst jedes Jahr Englisch, du brauchst jedes Jahr Naturwissenschaften und jedes Jahr Gesellschaftswissenschaften. Und dann hast du halt noch deine Electives, deine Wahlpflichtfächer. Ja. Und die sind einfach total schön, dass du da wirklich nach deinem Wesen gehen kannst. Und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, unsere Kleine, die macht halt sehr viel im Theater, die Große hat sehr viel in Design gemacht. Das heißt, du kannst wirklich deine Zukunft schon in der Highschool anfangen. Und das finde ich echt toll. Also was ich als Problem sehe hier, ne, ist halt wirklich, wenn du aus der Highschool kommst, dann musst du dich ja für ein College entscheiden. Du musst nicht, kannst auch was anderes machen. Ne? Aber wenn du dich für ein College entscheidest, dann solltest du das auch durchziehen. Also wenn das kostet ja richtig Geld hier. Ne? Das heißt, wenn du aber, also mit 18 hatte ich noch keine Ahnung, dass ich jetzt in Texas sitze und irgendwie M&A mache. Ne? Aber also wenn du das anfängst, solltest du das durchziehen. Aber das ist in Deutschland auch so. Ja, aber in Deutschland ist das scheißegal, kostet ja nichts. Naja, aber in Dann Deutschland... wechselst du halt die Uni. Ja, oder den Studiengang. Ja, das kannst du hier auch machen. Du Ja, kannst ja hier auch Geld. du kannst auch dein Major ändern. Also ja, das Gute ist, dass das Grundstudium, also das Freshman Year, ist halt wirklich noch ein bisschen vergleichbar mit der deutschen... Aber nur an dem College, wo Anna Nein, in allen Colleges. Hier auch. Du musst halt Englisch machen, du musst Mathe machen, du musst Naturwissenschaften machen. Aber du hast ja trotzdem Major gewählt. Das Major kommt aber dann meistens erst im zweiten Jahr. Du machst erstmal das Grundstudium. Also ne? die Amerikaner sagen auch, dass was eigentlich dieser höhere Bildungsweg ist, fängt eigentlich im College an. Ne? Ja. Weil Tina hat recht, du machst dann trotzdem noch Englisch, Mathe und Co-Kurse, weil die einfach auch sagen, okay, das Land ist so riesig. Ne? Hier gibt es 50 Staaten. 51 mit Puerto Rico, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, die Highschool-Niveaus sind halt so unterschiedlich auch. Ne? Also das ist ja von Staat zu Staat sogar unterschiedlich, dass man sagt, okay, im College, wir müssen erstmal so ein gemeinsames Level schaffen und darum müssen alle nochmal irgendwie Mathe, Englisch und so ein paar Sachen und lernen. Geschichte, ne? US-History zum Beispiel. Ja, das ist auch überzogen. Ne? Aber das ist Pflicht. Ja. Und das Gute ist, das kannst du bereits in der Highschool machen. Das kannst du in der Highschool als AP-Klasse, ne, AP-College-Klasse machen. Da ist das schon mal weg, ne? Und dann brauchst du das auf dem College nicht mehr. Und Anna hat halt ziemlich viele AP-Klassen gemacht, die sie dann alle nicht mehr machen muss auf ihrem College. Entweder wird es für uns billiger oder sie hat eine entspanntere Studienzeit. Also da bin ich völlig desillusioniert. Ne, wir werden nicht $1 sparen. Ich bin mir total sicher. So, Preise sind halt wirklich unverschämt hoch hier. Ne? Ja. Aber diese Preise, oder? AP-Prüfungen, damit du das beim College einreichen kannst,
Die kosten was. Ja, Die kosten $100. $100. Außer Ninas neuer Kurs da, dieses AP Research Ding, die kosten 150. Weil brandneu und die ist der erste Jahrgang, die nachher so ein Zertifikat, oh, das gibt auch wieder Kordeln. Ja, die finanzieren sich halt ein bisschen darüber, machen natürlich auch Geschäfte damit, das ist doch klar irgendwie. Ne? Das ist halt alles outgesourced an Firmen, an Privatfirmen, ne? Und die müssen halt Gewinne erwirtschaften. Das ist auch völlig in Ordnung, ne? Also das weiß man hier halt auch. Ne? So, darum verdient man einfach hier mehr Geld. So, so ist das nun mal. So, genau, also Highschool, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt uns die mal unten rein, dann machen wir ein komplettes Video mit Aufmalen, mit allem. Aufmalen? Ja, also wirklich. Da hast du Spaß dran? Da habe ich total Spaß dran. Da bin ich also das echt nächste nerdy. Video nur von Tina, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, mit Aufmalen von Highschool. Ja, genau. Also welche Kurse, wie, wann, warum. Und ich habe mich da so reingefuchst, weil ich das total spannend finde und meinen Kindern wirklich helfen wollte, da gute Entscheidungen zu treffen. Aber was soll ich sagen? Meine Hilfe ist da nur... Ja, die sind ja auch alt genug. Nee, die haben Counselors. Ja, also in der Schule gibt es halt Counselors und das finde ich total toll. Die sind zum einen dafür da, dir zu helfen, deinen Pfad durch die Highschool zu gehen und beraten dich auch, welche Kurse du wie zusammenstellen kannst. Und auf der anderen Seite, die sind alles ausgebildete Psychologen, die helfen dir, wenn es dir nicht gut geht. Ja, also Mental Health ist hier ein großes Thema. Ein Riesenthema. Also da achten die wirklich drauf, ne, dass hier keiner irgendwie so Downs hat. Ne? Und wenn, dann wird denen sofort geholfen. Ne? Die Eltern werden immer integriert. Ne? Also du kriegst auch sofort irgendwie eine Mail, ja, ich glaube, der Nina, so heißt ja meine kleine Tochter, der geht es nicht so gut. Ne? Irgendwie die war heute so ein bisschen komisch, ne? Ist alles in Ordnung bei euch? Ne? Also das ist wirklich sehr fürsorglich hier, das muss man sagen. Ne? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass man immer sofort informiert wird per Mail, per Anruf oder was auch immer. Ne? Selbst wenn nichts war, ne? Die gehen halt auf Nummer sicher, ne? Und sagen, hör mal, irgendwie haben wir den Eindruck, die war immer so, ne? Ist was los. Ne? Jetzt kannst du ja nicht sagen, Alter, die hat die Tage. So. Das müssen wir rausschneiden. Nein, das schneiden wir nicht raus. Oh Mann. Ja, also Highschool können wir einen Haken hintermachen. Graduation Feier war so wunderschön und einfach nur toll. Und was mir nochmal so einen Gänsehautmoment erzeugt hat, war, dass es wirklich so ist wie in all den Highschool-Filmen. Nämlich zum Schluss alle Klischees bedient. Schmeißen die ihre Hüte in die Höhe und ach, das war einfach nur war wirklich cool. So schön. Also ja, das hat wirklich Laune gemacht. Ne? Also wer mal die Gelegenheit hat, daran teilzunehmen, vielleicht habt ihr eine Verwandte hier oder so oder einen Verwandten, der hier oder Abschluss Freunde. macht. Fahrt auf jeden Fall hin, macht euch eine schöne Zeit. Das wird hier zelebriert, ne? Das ist wirklich cool. Also wir haben auch unseren Vorgarten geschmückt, dann hatten wir so Pappaufsteller, ne? Class of 2024. Ne? Ja. So, und jeder Hub, wer da dann vorbeifährt, ne? Das ist einfach toll. Total cool hier. Ja, genau. Nachher sind wir schick essen gegangen und das Lustige war, in dem Restaurant waren auch Annas Freunde, also toll. Und danach gab es halt, gehört auch hier dazu, Graduation Party über Graduation Party. Oh ja, wir wurden so oft eingeladen. Ja. Das ist total cool eigentlich. Ne? Ja. Also die Annas Freundinnen oder Freunde, ne, die haben dann natürlich auch eine Graduation Party gemacht mit Eltern. Ne? Also da sind wir immer wir kannten die natürlich alle nicht, ne? Woher auch, so, aber die waren so herzlich. Ne? Da gab es überall Bier und überall hatte Buffet aufgebaut. Ne? Ja. Da war eine Familie, die hatten, daher habe ich das mit diesem Rasensprenger. Ne? Bei 35 Grad haben wir dann da draußen gesessen und gegrillt. Ne? Das war echt cool. Ja, und Anna war das ein bisschen unangenehm, weil wir uns so gut mit denen verstanden haben. Und Tina hat sich jetzt auch mit der Mama schon auf den Cocktail getrunken, so, oh nein, jetzt sind die schon mit den Eltern meiner Freundin. So ein Mist, wir sind einfach zu cool. Wir sind halt integriert hier. So ist ja, das. Genau. Also Graduation Party, ich glaube, Anna kam aus dem Feiern nicht mehr raus. Bei allen Freunden, die haben wirklich jeden Tag irgendwie eine Party gehabt. Super schön. Also das ist echt ein Ding hier. Ja. Ja, sonst ist eigentlich nicht viel Aufregendes passiert. Ne? Also im Business gibt es jetzt nichts Neues, ehrlich gesagt, worüber ich berichten könnte. Bald berichte ich Neues, aber... Doch, du hast genau. Was? Was heißt, ich habe was, aber ich möchte gerne was mit euch teilen, weil ich habe einen ganz süßen neuen Kunden und der hat ein großes Studio. Oh, der ist geil, der Typ. Der ist so cool. Großes Krav Maga Fitness Boxing Studio und weil du nämlich gerade sagtest, ja, die Amis mögen es nicht, Amis genannt zu werden. Also, wenn ich reinkomme bei ihm ins Studio, um sein Marketing zu machen, dann kommt immer nur, hey German oder seit neuestem, hey Sauerkraut, how are you? Und wisst ihr was, das ist
so lieb Das ist gemeint. herzlich gemeint, Das ja, ist so süß. Der Typ Und ist aber auch cool. Wie alt ist der? 72? 72. Der ist fit wie ein Turnschuh. Ja, der ist mega cool. Und sein Studio ist super cool. Er selber ist cool. Seine Töchter sind cool. Und ich liebe solche Familienunternehmen. Marketing ne? machst du für den. Ja, genau. Ich mache Marketing für ihn. Und ich finde das Familienunternehmen einfach nur toll und den Typ toll. Und ich wollte nochmal wirklich Bezug darauf nehmen. Hey, wenn wir Amis sagen, dann ist das so lieb gemeint. Ja, und ich glaube, das nimmt uns, bis auf ein paar wenige, nimmt uns ja keiner krumm. Weißt ja, du? das stimmt. Das ist so. Nee, aber wenn wir gerade beim Sport waren, ich habe ja noch tatsächlich eine Abschlussstory für euch. Und zwar, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich irgendwie 20 Jahre lang Jiu-Jitsu in Deutschland gemacht habe. Jetzt habe ich irgendwie ein paar Jahre nichts mehr gemacht. Und jetzt ergab sich die Möglichkeit, dass meine kleine Tochter sagte immer, ich will auch gerne mal irgendwie Kampfsport machen, Judo machen, einfach wo man schwitzt, weißt du, außerhalb vom Fitnessstudio oder was man so macht. Und dann gibt es hier in unserer Nähe gibt's ein Brazilian Jiu-Jitsu Studio. Die bieten eine Free Trial Week an. So, und da waren wir. Da war erst die Nina, da habe ich da hingefahren. Und die hat dann, also die ist 16, ne? So, leider war niemand in ihrer Gewichtsklasse da. So, ne? Das heißt, sie hatte ein sehr fülliges Mädchen. Dürfen wir heute so nicht mehr sagen, sondern sie hatte... Ich sag, was ich will, das ist mein Kanal. So, auf jeden Fall war die in ein paar Gewichtsklassen drüber, so, das heißt, da geht der Spaß natürlich verloren. Ne? Aber das, was ich so kannte aus den Vereinen, wo wir waren, ich habe ja selbst mal einen Verein geleitet, ne, war halt so, dass du machst dich warm, dann bist 1,5 Stunden auf der Matte. Da ist so, du hast wirklich nur eine Stunde. So, und in der Stunde, du kommst, also ganz viele kamen schon im Gi mit ihren Schlappen dann dahin, ne, sind dann auf die Matte gegangen. Um Punkt, sagen wir mal, 19 Uhr kommt der Trainer auf die Matte, erzählt 2, 3 Übungen, ne, und dann fängst du an, wo ich denke, boah, das ist total verletzungsanfällig. Ne? Also ohne warm machen, einfach dann mal so in das Gerangel gehen, eine Stunde, das fand ich nicht so gut. Ne? Aber ich glaube, das ist der Servicegedanken hier in den USA. So, ich habe eine Klasse gebucht und ich möchte halt in dieser Klasse unterrichtet werden. Warm machen und so weiter sind alles Dinge, die dann nicht wichtig sind. Verstehe ich. Keine Ahnung. Aber hat mir nicht gefallen. Also da kommt halt auch nicht so ein Gruppengedanke auf, finde ich. Ne? Also ich finde, in Deutschland leben ja die Vereine von dieser Gemeinsamkeit. Ne? Ja. Hier gehst du hin zu einem Kurs, um was zu lernen, um dich ein bisschen auszupowern, aber du bist halt mehr für dich. Ne? Klar, du lernst dann da Leute kennen, ne, die immer dann die gleiche Klasse nehmen. Ne? Das hat mir nicht so gut gefallen. Ne? Aber ich habe auf jeden Fall beim nächsten Mal mitgemacht. Und habe dann natürlich so getan, als ob das erste Mal wäre, was auch ganz gut war, weil das um 7 Uhr morgens war. Also ich habe anstelle von 7 PM habe ich 7 AM angeklickt. So, und wir beide saßen noch da in der Ecke an einem Tag vorher, haben uns ein Bierchen getrunken, ne, und den lieben Gott. Und dann kommt meine Tochter und sagte, Papa, du weißt, dass morgen um 7 Uhr Training ist. Ich sage, ja, abends. Nee, sagt sie morgens. Ich so, ach du Scheiße. So, also 6 Uhr aufgestanden, 6:30 Uhr hin, 7 Uhr trainiert, 8 Uhr wieder da. Entschieden, ist nichts für mich. Sondern habe ich geguckt irgendwie auf den Preis. Ne, so, und da kostet der Monat kostet 219 US-Dollar, wenn du da trainieren möchtest. Ne? Und das, finde ich, ist einfach ein Preis, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Ne? Also das sehe ich gar nicht ein. Aber weißt du was, ich glaube, darüber sollte man auch noch mal ein Video machen, über die ganzen Preise hier in den USA, die echt unverschämt sind. Aber wir haben heute, wenn wir es aufnehmen, ist Samstag, ne? Wir haben überlegt, du kannst hier in den Hotels hier so Day-Passes für die Resorts holen. Ne? Also warum soll ich da übernachten? Ne? Ich kann in 20 Minuten dahin fahren. Ne? So, das heißt, du kannst dir so einen Day-Pass holen und der kostet zwischen $25 und 75 Dollar. Aber am Samstag und Sonntag sind die natürlich meistens ausgebucht. Ne? Du kannst aber so Cabanas bestellen, also so diese Winkelbetten. Ne? Jetzt hast du Preise gefunden heute. Komm, was war dein Highlight heute? Für ein Cabana, 4 Stunden oder was? Ne? Genau, 2 Highlights. Also das eine wäre diese Cabana für $400 für 2 Personen. Schnäppchen. Für entweder von 9 bis 2 oder von 2 bis 7. Also was quasi für den ganzen Tag irgendwie $800 wäre. Wahnsinn. Aber mein Highlight war das Fairmont. Fairmont hier, ja, teuerste Hotel im Osten. $1.200. Für ein Cabana. Aber, und jetzt kann man das wieder, was immer noch unverschämt ist. Nein, kann man nicht. Doch, für 10 Personen, inklusive aller Getränke, außer Alkohol. Dann geht außer Alkohol? Ja, außer Alkohol. Die kosten dann 150 extra. Was? Pro Person. Das heißt, ansonsten trinkst du nur Wodka Zero, also Wasser. Ja. Genau, ansonsten trinkst du nur Wasser oder Softdrinks, was tagsüber an einem Samstag alles gut. Also total normal ist. Ich habe nicht vor, heute ist. Alkohol zu trinken. Das ist also bei dem Wetter auch gefährlich, ne? Wenn du hier tagsüber schon anfängst, irgendwie dir ein Bier zu Das kannst du nicht das bringen. ist wirklich also schwierig. das ist echt... Nein, aber über Preise hier in den USA müssen wir ein Video machen, weil das ist echt, ob es Konzertpreise sind, Formel 1 ist jetzt... Formel 1 ist irre, aber das ist, glaube ich, überall auf der Welt. Ja, also wirklich, ich glaube, wir machen mal so ein Video über, was kostet es eigentlich so ein Wochenende,
wenn du einen ganz normalen Zoobesuch oder Schwimmbad oder irgendwas Zoobesuch machst. kann ich dir sagen, ne? Also das habe ich ja letztens geguckt, weil die haben, tatsächlich gibt es in Austin einen Zoo, der wohl total runtergekommen ist, glaube ich. Ne? Also, aber die haben tatsächlich Löwen und sowas. Ne? Also da sollten wir Echt? mal hin und der kostet der Eintritt $18 pro Person. Was ich echt viel finde. Aber guck dir den Duisburger Zoo an, haben wir letztens geguckt. Wir sind ja alle jetzt erwachsen laut Duisburger Zoo, ne? Da zahlen wir auch $22 Euro Eintritt pro Person. Also ist mehr. Wow. Ich meine, der Duisburger Zoo ist wahrscheinlich viel größer. Ja, aber ich will nicht in Zoo. Nee, so. Also ich bin jetzt auch kein Zoo-Fan, ne? Weil, also vor allen Dingen, ich glaube, ich habe in Duisburg gelesen, bauen die so einen Seelöwen, was ist das? Ein Robben Ja, so ein Robben, wo ich denke so, ja, lass die doch einfach an der Nordsee. im Meer. Ist Genau. doch auch cool da. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Egal. Also Preise. Wir machen mal ein Video über Preise. Wer möchte, machen wir ein Video wirklich tief reingehen in die Highschool. Wir können ja nicht sagen, wer möchte. Wir machen das. Aber wenn wir abfragen, dann wird nichts. Und meine Idee war noch, und das ist jetzt mal nicht abgesprochen, da wir nächsten Monat 2 Jahre hier sind. 2 Jahre. 2 Jahre. Würde ich gerne ein Special mit dir drehen. Was machen wir da? Alle Fragen nochmal, die von euch kommen und nochmal irgendwie so rückblicken. Und die Antworten nehmen wir an verschiedenen Hotspots in Austin. Oh ja, das ist eine super Idee. Also schreibt uns. Und bei jedem Hotspot müssen wir einen Shot trinken. Und wir gucken mal, wie lange der Film wird. Nein, aber schreibt uns auf Instagram, schreibt uns hier auf YouTube oder egal wo, schreibt uns eure Fragen mit den Orten, die ihr sehen wollt. Wir fahren dahin, nehmen eure Fragen, beantworten die Frage an diesem Ort. In 3 Wochen sind wir 2 Jahre hier, auf den Tag genau. In einem Monat? Am 19. Ja, guck mal, es ist 22, ja doch, 4 Wochen. Also 4 in 4 Wochen. Sind wir 2 Jahre hier, haben ganz schön viel Erfahrung gemacht, ne? Gute und schlechte, die gehört dazu. Ne? Mittlerweile sind wir fully integrated hier. Yes. Absolutely. Und wenn ihr dieses Video seht, ist Sonntag und heute spielt Deutschland gegen die Schweiz. Für wen seid ihr? Haha. Also wir werden tatsächlich das Spiel mit anderen Deutschen schauen, und zwar in Scholzgarten. Das ist in Downtown ein deutscher Biergarten. Ein deutscher Biergarten, 1800 Schlag mich tot, von einem deutschen Immigranten gegründet und von dem deutschen Sängerverband, ich habe es gelesen, von dem deutschen Sängerverband in Austin übernommen und gekauft worden und weitergeführt. Eigentlich cool, die haben verschiedene deutsche Biersorten vom Fass zu horrenden Preisen, aber da triffst du halt Deutsche und man guckt halt da auf einer großen Leinwand das Spiel. Also, in diesem Sinne. Macht euch einen super schönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns immer zuhört. Danke, dass ihr so lange Geduld mit uns hattet. Wir machen jetzt wieder mehr Videos, versprochen. Es ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger hier. Also wir mussten wirklich viel arbeiten und hatten viel zu tun. Ne? Ja. Und das passt dann einfach nicht. Weißt du, und wenn du viel arbeitest, passiert auch nicht so viel. Ne? Also dann stehst du morgens auf, arbeitest, gehst abends ins Bett und denkst so, ja... Und mal ganz ehrlich, so spannend ist unsere Arbeit für euch jetzt wirklich nicht. Nicht wirklich. Aber ich habe ein paar Anekdoten, die sammle ich gerade. Und dann gibt es bald auch wieder Business-Videos. Wir bleiben auf jeden Fall hier und für euch da. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr schon den Like-Button und Follow-Button geklickt? Macht das jetzt. Jetzt. Macht das. Okay. Ciao. Ciao.